Ich schwöre, ich weiß langsam mehr über den Islam als über das Christentum. Ich könnte hier jetzt reinbeißen. Ihr nicht. Herzlich willkommen zum dritten Teil von Malle erklärt Ramadan-Begriffe Special Edition. Ob ich es heute schaffe, alle Begriffe richtig zu erraten? Spannend. Besonders der vorletzte Begriff wird euch mega erstaunen. Also bleibt dran. Tarawih. Ich hab's nice ausgesprochen, oder? Ja, Mann. Tarawih. Ich feiere dieses Haar da hinten, dass man einfach machen kann. Also ASMR. Ja. Jetzt machen wir ein bisschen Tarawih. Was war denn Tarawih? Ah, das freiwillige Gebet nach dem Fastenbrechen. Ist alles richtig, oder? Das war richtig, ja. Weißt du mehr darüber? Oder weißt du, wie sowas aussieht? Oder? Ich weiß, wie Fastenbrechen aussieht, weil die sich da immer nicht reinstopfen. Nur den ganzen Tag nicht essen und dann kannst du. Das ist ja auch nicht gesund, das ist ja meine Meinung. Eine gute Frage. Also wenn ich mit Homies, wenn ich zum Fastenbrechen eingeladen war in den vergangenen Ramadanen, was ist das der Plural von Ramadane. Ich glaube, dann wurde kurz noch Dua, bevor Iftar gemacht wurde kurz noch ein Bittgebet gesprochen. Und dann haben wir gegessen und dann sind die halt meistens in einen anderen Raum gegangen, sodass ich nicht mehr anwesend war. Wer weiß, was die da gemacht haben. Also was die da hinter der Kamera gemacht haben, das wissen wir. Das Tarawih-Gebet ist nach dem Nachtgebet. Nach dem Nachtgebet? Nach dem Nachtgebet. Sag mal, wann schlaft ihr denn? Ah, gar nicht. Und dieses Tarawih-Gebet ist dann länger. Okay. Also über den Monat verteilt wird der ganze Koran rezitiert. Und die Gebete werden so aufgeteilt, dass quasi über den Monat, über die 29 Tage, der ganze Koran quasi durchgebetet wird. Das ist ja irre. Und es sind lange Gebete, es sind dann teilweise so 8, es ist unterschiedlich, wie sie es 8 teilen. Stunden. Nee, 8 Rakat, also Ja. 8 Gebetsabschnitte. Manche machen auch 4, aber dann besonders lang. Oder manche Okay. machen 16, aber besonders kurz und schnell. Okay, so Imam Jet. Jet Imam, genau. So, da ist nicht mehr viel drin. Oh, da ist schon wieder einer rausgefallen. Fidya. Ich kenne die Fitna. Das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Fidya ist richtig ausgesprochen? Ja. Wallah ist Fidya. Yunus zum Beispiel, der macht sehr viel Fitness gerade. Der sieht echt smexy aus. Er sucht auch noch eine Frau. Meldet euch mal in den Kommentaren. Ist dir das unangenehm, Yunus? Eine Fidya. Ist das ein Hinweis? Nein. Eine Irreführung. Eine Irreführung ist das. Eine Fitna, Scherz. Eine Zerspaltung. Auch das ist ein Begriff, der mir vorher nicht so bekannt war. Ich weiß auch Mega Dani, nice, dass er hier jetzt ist. Für mich. Es ist ein spezielles Ding tatsächlich zum Ramadan, deswegen haben wir es reingenommen. Naja, okay. Fidya. Kannst du mir irgendeinen Tipp geben, Bro? Ja, es hat was damit zu tun, wenn du dein Fasten brichst. Oder nicht fasten kannst. Okay, ich versuche gerade. Man sieht wahrscheinlich mein Gehirn rattern gerade. Ne, so ungefähr? Ja. Also ich weiß, dass wenn Frauen ihre Tage haben oder schwanger sind, dass sie dann nicht fasten dürfen. Und jetzt könnte ich mir nur denken, dass Fidya irgendwas damit zu tun hat, dass bestimmte Leute, die halt irgendwie krank sind oder schwanger oder was auch immer, dass die das nicht dürfen. Und das ist das vielleicht so quasi ist es das Gebot oder sowas? Oder das, ich weiß es nicht. Also wenn du chronisch krank beispielsweise bist, dann darfst du gar nicht mehr fasten. Ja. Ne? Oder wenn du beispielsweise behindert bist, bist du befreit davon. Ist es ein Ersatzgebet oder ein Ersatzfasten? Ersatz ist schon richtig. Ich sehe Handzeichen. Ersatz ist schon richtig. Ersatz für was? Was für ein Ersatz? Na, wenn alle anderen fasten Ja. und man selber nicht darf, Ja. aufgrund von Krankheit, Behinderung, Schwangerschaft, was auch immer, dann muss es ja eigentlich ein Ersatzfasten sein. Das ist eine Ersatzleistung, die du erbringst. Ersatzleistung. Du beispielsweise ernährst einen Bedürftigen. Ah ja. Das ist der Ersatz dafür, dass du nicht fasten konntest. Was ist, wenn man geistig und physisch behindert ist? Dann nicht. Also geistig sowieso nicht.
Es kann sein, dass es dann vielleicht andere für einen tun, ja? Weil du weißt ja, ne? Weil physisch oder überhaupt du bist chronisch krank, auch da musst du, ich glaube, eine Ersatzleistung. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Okay. Ihr habt ja echt für alles eine Lösung. Crazy. Es gibt tatsächlich für alles eine Lösung, ja. Das zählt, ja? Also als ob ich das erraten hätte. Du bist gut hingekommen durch die Tipps, ja. Okay. Ja, der erste schon gut gemacht. Danke. So, jetzt haben wir den nächsten Begriff. Zakat ul Fitr. Wow. Marcel, warum bist du noch nicht konvertiert? Also die Zakat ist der Zehnten, ja, wenn man es ins Christentum übersetzen möchte. Quasi die Spende, ne? Die Abgabe, die man leistet oder leisten muss. Zakat ul Fitr. Ich kenne Eid al-Fitr. Kannst du es in Deutsch übersetzen, Eid al-Fitr? Das ist das Fest des Fastenbrechens. Marcel. Ja, ist gut. Ist richtig. Ja! Was macht man denn da so? Warum kriege ich keinen... Hallo, Applaus! Also Eid al-Fitr ist quasi das Fest am Ende des Ramadans. Damit beendet man den Ramadan und dann wird nice gegessen. Das bedeutet dann für mich übrigens auch wieder, dass ich nicht den kompletten Ramadan über alleine essen gehen muss. Gerade am Anfang des Ramadans ist dann immer so, hey Leute, wer will mit essen kommen? Oh. Also ist das Fastenbrechen, ist Fitr? Was ist denn Iftar? Ist dasselbe Wort, im Prinzip nur, ist dieselbe Wortwurzel, nur anders. Okay, also ist es quasi die Spende des Fastenbrechens? Und die gibt man am Ende des Ramadans auch? Mhm. Oh, da muss man ja ganz schön sparen. Aber man isst ja den ganzen Tag auch nicht. Musst du nicht Essen kaufen, nur für abends dann. Aber du isst ja auch nicht so viel. Ey, spart ihr eigentlich? Schreibt's mal in die Kommentare. Spart ihr Kohle, wenn ihr fastet? Würde mich mega interessieren. So, wie viel weniger Kohle gibt man aus, wenn man fastet und nur abends oder bis halt 2:30 isst? Vielleicht mache ich das ja dann auch. Wenn es einen wirtschaftlichen Anreiz hat, nicht dabei. Das macht man halt am Ende des Ramadan. Da gibt man gerade an Bedürftige, an Ärmere oder was auch immer oder an Verwandte, Nahverwandte. Muss kein Geld sein. Okay. Es kann auch Essen sein. Es kann auch andere Güter sein. Ja, es ist immer so ein Ausgleich, den du da schaffen kannst. Nice. So, besser? Ist es hoch genug? Ja. So. What? Mufti-Rat? Sag mal die Kamera. Das ist, wenn du nicht mehr weiter weißt und einen Hinweis benötigst. Dann gehst du zu deinem Mufti und fragst ihn nach Rat. Das ist der Mufti-Rat. Oder so, wie in so einem Rathaus. Da sitzen dann so 5 Männer. Das ist der Mufti-Rat. Der Mufti-Rat der Ältesten. Mufti-Rat. Also Mufti habe ich schon mal gehört, aber auch wirklich immer nur despektierlich. Also so ein bisschen Respekt. Oder ja, hier Großmufti von irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich rate tatsächlich gerade ins Blaue. Ja, ey. Kannst du auch unmöglich wissen. Also ihr habt jetzt extra Begriffe, die keiner weiß, damit ich faste. Also ich glaube, dass also Otto Normal muss die mit diesen Begriffen nicht kennen, aber sie wissen, wenn man es erklärt, was damit gemeint ist, wenn sie es dann gehört haben. Mhm. Also es hat tatsächlich nichts mit einem Mufti zu tun, nichts mit einer religiösen Instanz oder einer Person, sondern es sind Dinge, die dein Fasten brechen. Das ist von einem ganz anderen Wort. Also da ist das Wort Iftar mit drin oder Fitr mit drin. Klar. Dinge, die dein Fasten brechen. Okay. Also, Beispiel, du hast versehentlich gegessen, du hast versehentlich Geschlechtsverkehr gehabt. Passiert. Aber wenn es versehentlich ist, dann bricht es dein Fasten nicht? In der Regel nicht, nein. Okay. Manche sind dann, die reden sich ein, oh, war versehentlich. Obwohl es vorsätzlich war. Kann sein. Na, zum Beispiel, du checkst es in dem Moment, wo du es in deinen Mund tust, essen. Und schluckst trotzdem runter. Und schluckst dann trotzdem runter oder sowas. Das kann ja auch sein. Hups. Oh. Okay, kannst du das nochmal wiederholen? Also Dinge, die das Fasten brechen, sind beispielsweise Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr, Crack rauchen, Heroin, Crystal Meth, genau, so eine Dinge. Schöne Beispiele. Ja. Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Laylatul Laylatul Qadr. Laylatul.
Laylatul Qadr. Ich weiß es tatsächlich. Ich habe mich vor ein paar Wochen darüber unterhalten. Es sind die letzten 10 Tage im Ramadan. Und da wird gesagt, dass in den letzten 10 Tagen, in einem dieser Tage, der Koran herabgesandt wurde. Und zwar an einem ungeraden Tag. Also 1, 3, 5, 7, 9. Ich schwöre, ich weiß langsam mehr über den Islam als über das Christentum. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich vor ein paar Wochen darüber noch unterhalten. Ich fand das voll spannend, so dass diese 10 Tage davor und dann ein ungerader Tag. Ja. Keine Ahnung, warum ich mir sowas merke, aber ich finde es sehr interessant. Wir hatten es auch in einem Video gehabt. Auch vermutlich im Ramadan-ABC, ne? Richtig. Und das Video könnt ihr natürlich hier oben finden, wenn ihr unbedingt wollt. Ja? So, ihr müsst jetzt stark sein. Das ist ein trauriger Moment, denn das war der 3. und letzte Teil von Marcel erklärt Begriffe Ramadan Special Edition. Ihr dürft allerdings ein letztes Mal auf Instagram entscheiden, was mit mir passieren soll mit den Begriffen, die ich nicht richtig erraten habe. Soll ich dafür fasten oder soll ich dafür anderweitig gesegnet werden? Ja? Ihr habt jetzt die Chance, auf Instagram noch ein letztes Mal abzustimmen und zu verfolgen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und ganz wichtig, die Wunderlampe. Ja, klickt doch bitte drauf, um uns ein Abo zu hinterlassen. Ansonsten könnt ihr die letzten Teile hier sehen, hier oben. Und zur Funkwelt geht es wie immer hier unten.